Hallo und willkommen zurück bei BIM2Form. In diesem Video möchten wir zeigen, wie wir die Befehle von BIM2Form Decke verwenden, um in dem geschlossenen Raum und an dieser offenen Stelle des Grundrisses Ringerflex-Deckenschalung zu platzieren. Die Befehle dazu finden wir hier im BIM2Form Decken-Tab nach den Befehlen für modulare Deckenschalung. Bevor wir beginnen können, müssen wir unseren Grundriss zunächst noch etwas vorbereiten, indem wir Hilfslinien ziehen. Hierzu nutzen wir Referenzebenen, an denen wir in Verbindung mit den Wänden unsere Schalung ausrichten können. Auch der geschlossene Raum muss über die Funktion Raum im Reiter Architektur definiert werden. Dazu einfach den Befehl wählen und anschließend in den Raum klicken. Wenn gewünscht, kann er auch benannt werden. Hier benötigen wir noch 2 Referenzebenen mehr, da wir den Großteil mit der modularen Deckenschalung Alu-Deck belegen werden. Das Zwischenergebnis sieht dann so aus. Das dazugehörige Video ist hier oben und auch in der Infobox verlinkt. Um den geschlossenen Raum einzuschalen, wählen wir im BIM2Form Decken-Tab den Befehl Geschlossene Räume und klicken 2 begrenzende Höhen in der Seitenansicht an, in die BIM2Form automatisch wechselt. Dann öffnet sich dieses Auswahlfenster, in dem verschiedenste Einstellungen gemacht werden können. Sind diese erfolgt, bestätigen wir mit OK, wählen den Raum aus und die Wand, an der die Schalung ausgerichtet werden soll. Mit Escape platziert BIM2Form dann automatisch die Flexdeckenschalung, das heißt Stützen, Träger und Schalhaut. Das Zwischenergebnis sehen wir hier in realistischer Ansicht. Bevor wir dann mit der teilautomatisierten Platzierung an der offenen Seite fortfahren können, müssen wir die Ober- bzw. Unterkanten für Jochträger, Querträger und Schalhaut erstellen. Dazu wechseln wir in eine Seitenansicht, kopieren die Unterkante von Level 1 bis wohin unsere Wände reichen und die gleichzeitig die Oberkante für die Schalhaut ist. Die kopierte Ebene darunter fungiert als Oberkante der Querträger und liegt 27 mm unterhalb, was der Dicke der Schalhaut entspricht. Wir benötigen noch eine dritte Hilfsebene, die als Oberkante für die Jochträger dient und nochmal 20 cm weiter unten liegt. Diese erstellen wir, indem wir die Ebene erneut kopieren und entsprechend anpassen. Wenn wir das haben, sind wir startklar und wählen unter BIM2Form Decke den ersten Befehl Jochträger zum manuellen Platzieren aus. Wir definieren die begrenzenden Ebenen und können dann im Auswahlfenster neben einigen anderen Einstellungen die Trägerlängen, die Platzierung mit Priorität gleiche oder wenige Träger und den Versatz einstellen. Nach dem Bestätigen mit OK müssen Start- und Endpunkt definiert werden und BIM2Form platziert dann entsprechende Einstellungen den ersten Jochträger. Wir setzen dann noch einen zweiten hier entlang der Alu-Deck und einen dritten, etwas kürzeren, parallel dazu entlang der zusätzlichen Hilfslinie. Hier greifen die Stützen etwas ineinander, daher wählen wir die Trägergruppe an und verschieben über Gruppe bearbeiten die äußere Stütze des kürzeren Trägers etwas nach links. Im Anschluss können die Querträger platziert werden. Dazu klicken wir auf den entsprechenden Befehl, machen im Fenster die nötigen Einstellungen, bestätigen wieder mit OK und legen ebenfalls Start- und Endpunkt fest. Auch wenn sich BIM2Form dann in einer Endlosschleife befindet, ist es an dieser Stelle einfacher, den Träger zunächst um 48 cm nach rechts zu kopieren, damit die Schalhausplatten später mittig aufliegen und diesen dann wiederum um je 50 cm versetzt nach rechts zu kopieren, bis das Dreieck aufgefüllt ist. Da der Großteil der Träger unnötig lang ist, können wir diese anwählen und eine kürzere Länge festlegen. Das Format kann dann über dieses kleine Pinselsymbol auf andere Elemente übertragen werden. Die Träger haben nun ihre kürzeste Länge, stehen aber dennoch über. Um sie zumindest in der Ansicht auszublenden, wählen wir alle aus und erstellen daraus Teilelemente. Dazu klicken wir oben im Menü auf den Befehl, dann auf Teilelemente unterteilen und definieren über die Skizze den Bereich, auf den die Träger zugeschnitten werden sollen, neu. Dann wechseln wir in die 3D-Ansicht und stellen sicher, dass in den Eigenschaften Teilelemente angezeigt werden. Anschließend müssen die abgeschnittenen Überreste nochmals markiert und über den Befehl Teilelemente ausschließen ausgeblendet werden. Die Träger verschwinden so aus der Ansicht, sie finden sich aber dennoch in voller Länge in der Bauteilliste wieder. Zu guter Letzt platzieren wir unsere Schalhaut. Dazu wählen wir wieder den entsprechenden Befehl, legen sowohl die Oberkante als auch die Eckpunkte fest. Gegebenenfalls stellen wir hier im Fenster noch etwas ein, bevor wir die Schalhaut dann mit einem Klick auf OK platzieren.
Wie wir sehen, steht auch hier Material über und auch dieses möchten wir in der Ansicht ausblenden. Wir lösen zuerst die Gruppe auf und gehen dann gleich vor wie mit den Querträgern zuvor. Dies ist dann das fertige Ergebnis in realistischer Ansicht von oben und aus verschiedenen Perspektiven in der 3D-Ansicht. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website und kontaktieren Sie uns, um BIM2Form 14 Tage lang kostenlos zu testen.